Die brasilianischen Soldaten paddelten auf ihrem Floß den Amazonas entlang. Die Regenzeit hatte den Fluss angeschwollen, die Strömung war stark und unberechenbar. Plötzlich entdeckte einer der Soldaten einen kleinen schwarzen Schatten am Ufer, ein Jaguar-Junges. Es war winzig, kaum größer als ein Hund, aber schon deutlich erschöpft von den tosenden Fluten. Die Strömung hatte es offenbar vom Ufer gerissen und jetzt trieb es hilflos im Wasser. Die Soldaten tauschten besorgte Blicke. Ein Jaguar, selbst ein Junges, ist ein gefährliches Raubtier. Normalerweise hätte man schnell weitergepaddelt, aber dieses kleine Wesen wirkte so hilflos und verloren. Es kämpfte verzweifelt gegen die Strömung, seine kleinen Pfoten schlugen wild um sich. »Wir müssen ihm helfen«, sagte einer der Soldaten, seine Stimme voller Mitgefühl. Die anderen nickten zustimmend. Sie hatten sich entschieden. Mit vereinten Kräften steuerten sie das Floß in Richtung des Jungtiers. Es war klar, dass es kurz vor dem Ertrinken stand. Als sie sich näherten, bemerkte das Jungtier die Menschen. Es schien sie instinktiv als Retter zu erkennen, denn es widersetzte sich nicht, als sie es vorsichtig aus dem Wasser zogen. Das Jungtier war durchnässt, zitternd und voller Angst. Es trug eine tiefe, klaffende Wunde am Bein. Die Soldaten waren sich bewusst, dass sie es nicht einfach zurück in den Dschungel lassen konnten. Poacher waren in der Gegend unterwegs, und es hätte keine Überlebenschance gehabt. Sie beschlossen, das Jungtier mitzunehmen und ihm medizinische Hilfe zukommen zu lassen. Im Militärcamp wurde es versorgt und gepflegt. Die Soldaten nannten es G-Kitaya, was Fundling bedeutet. G-Kitaya entwickelte sich schnell zu einem treuen Freund. Er war dankbar für seine Rettung und zeigte den Soldaten seine Zuneigung. Er liebte es, mit ihnen zu spielen und war immer an ihrer Seite. Er schützte sie sogar vor Gefahren, denn seine Instinkte als Raubtier blieben erhalten. Der Unteroffizier des Bataillons, ein harter, erfahrener Soldat, der immer skeptisch gegenüber Tieren war, musste einräumen: G-Kitaya war ein besonderer Fall. Er gab dem Jungtier einen Platz im Camp und machte ihn zum offiziellen Wachhund des Bataillons. G-Kitaya wuchs heran zu einem stattlichen, kräftigen Jaguar. Er war ein beeindruckender Anblick, aber auch ein treuer und liebevoller Freund. Er blieb den Soldaten sein Leben lang treu und war ein wertvoller Teil ihrer Einheit. Heute ist G-Kitaya ein ausgewachsener Jaguar, immer noch gefährlich, aber mit einer unendlichen Menge an Liebe und Zuneigung für seine Retter. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.